Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Erstmal frohe Ostern, heute am Karfreitag. Es lohnt sich, über Ostern mal in meinem Shop vorbeizugucken. Da habe ich das ein oder andere Deck ein bisschen reduziert, mal so als Osterangebot. Wenn ihr eine Legung wollt, dann bitte nach Ostern. Aber der Shop ist jetzt erstmal zugänglich für ein paar Angebote. Ich mache nach Ostern wieder in meiner Gruppe oder für alle, die bei mir im WhatsApp verbunden sind, ein Angebot für Kartenlegen. Jetzt schauen wir in die neue Woche, in die Osterwoche, und ich bin gespannt, welche Themen sich passend zeigen, wo auch Transformationsenergie ist. Ihr dürft wie immer anschließend noch dranbleiben für eine kleine persönliche Botschaft. Ich freue mich über jedes Like, über jeden Kommentar, über jede Spende. Ich möchte hier nur keine Namen nennen, manche wollen es auch nicht. Und ja. So, dann sind mir die ersten Karten gefallen. Da geht es sehr viel um das Gegenüber, um die Liebe, um die Herzensangelegenheiten. Es geht vielleicht auch um eine neue Erfahrung, die man macht in der Liebe. Es ist vielleicht auch das Unterbewusstsein, das irgendwie spricht. Der ein oder andere hat vielleicht das Bedürfnis, sich zu erweitern, sich zu bilden, langfristig zu gucken, wo schlage ich ein neues Kapitel auf. Es ist vielleicht auch eine ganz neue emotionale Erfahrung. Ich habe den Mond im Haus des Hauses. Hier ist schon das Unterbewusstsein sehr hoch. Man ist vielleicht empfindlich oder man kriegt sehr viele Emotionen auch aus dem Umfeld ab. Ja, das Seelenleben ist hier sehr präsent. Die Emotionen sind hoch. Ich habe das Klären von finanziellen Themen oder das Aufarbeiten von finanziellen Verlusten oder auch von seelischen Verlusten. Ich habe aber überall da, wo es an Wissen hakt oder an etwas, wo der Nebel nicht vorbei ist, dass da Auflösung ist und dass das Wissen, das wir brauchen, zu uns kommt. Aber ich habe auch neue Erkenntnisse, Sachen, die man so nicht vermutet hat. Veränderungen an alle, die im Bereich Liebe Verstrickungen haben oder auch Mangel oder auch Konkurrenzsituationen. Ich sehe da was transformieren. Das hat mit dem Gegenüber zu tun. Und das, was sich nicht gezeigt oder verzögert hat, kommt hier sehr schön in eine Qualität, die auch bis zum Sommer hin wieder richtig wirkt. Es ist eine Zeit, wo etwas mehr Ruhe reinkommt, wo Belastungen rausgehen, wo vielleicht auch schnell Liebeskummer überwunden werden kann. Ich habe das emotionale Aufblühen, ich weiß nicht, das habe ich auch des Letzteren immer öfter, dass es sehr viel in den Kartenlegungen um emotionale Fülle geht. Es kann jetzt hier etwas sein, was überraschend ist, ne, was aus der Blockade rausbringt, was unruhig war, wird hier sehr schön. Man fühlt sich sicherer, man öffnet sich neue Türen. Es kann ja auch eine Transformation sein auf der, ja, ich nenne es mal seelischen Ebene. Wir haben das Thema Beruf, Berufung. Hier so liegen, dass wir vielleicht Blockaden haben in diesem Bereich, mögliche Transformationsprozesse, aber wir trauen uns nicht richtig. Es kann hier sein, dass mögliche Arbeitskollegen oder Vorgesetzten hier blockierend wirken, aber ich habe es auch irgendwie so, dass man hier mit Kollegen rechnen darf, die gute Qualität für Veränderung mitbringen. Das kann jetzt sein, jemand geht, jemand
sucht sich selber einen anderen Weg oder jemand geht beruflich auch so, dass er Vertrauen in die Situation bringt. Wir haben auch die Warnung dabei, ne? Wo kannst du deine berufliche Größe leben und wo nicht? Wo gibt es Menschen, die hier mit einfließen? Ich habe hier bei allen, die im Beruf irgendwelche Fragen haben oder Themen mit dem Kollegenkreis der Cheffigur, dass da versteckte Vaterthemen sitzen. Also guckt euch das genau an. Was habt ihr da gelernt? Wie geht ihr mit Autoritätspersonen um oder die mit euch? Ich habe Entscheidungen oder Wege, auch die Veränderungen mitbringen, die von außen kommen. Das sind Sachen, mit denen wir nicht rechnen. Ja, das habe ich sogar zweimal. Und ich habe, dass es eine Woche wird, wo wir sehr viele Blockaden hinter uns lassen, wo wir Hindernisse überwinden, wo wir Wege finden, die uns neue Türen öffnen. Es kann ja auch sein, dass es sehr schnell geht oder dass man überraschenderweise auch mal sagt, so hier mache ich mal einen Schnitt dran, hier mache ich mal eine krasse Kurskorrektur, ich lasse mich hier nicht mehr ausbremsen. Es geht um langfristige Entscheidungen. Es ist eine sehr klärende Zeit, betrifft auch unser Umfeld, unsere Vergangenheit, Familie, Beruf, Geld. Wir haben alles beieinander liegen, das ist so irgendwie geballt. Das Schönste ist, wir haben hier im Haus des Herzens die Sterne drin. Ne? Da ist ein bisschen Glück für alle verfügbar, da öffnet man wieder das Herz, da überwindet man einen Kummer in der Liebe. Man ist geklärt, man ist sich selber treu und wir selbst liegen an sich im Haus des Umbruches drin. Das heißt, wir fallen hier aus dem Kartenblatt raus, wir sind hier oben wieder zu finden und da ist eine Energie, die viel Sonne mitbringt, wo vorher verschlossene Dinge waren. Es geht hier sehr viel darum, auch emotionale Blockaden zu erkennen, die Erfahrung zu machen, den Aha-Moment zu haben, wo hängt es denn? Ne? Hier liegt ein Konzept, das wirklich alle befreit irgendwie. Alle befreit heißt die Familienmitglieder, die Kinder, die Vergangenheit, die Eltern. Das ist schon sehr speziell, gerade zu dieser Zeit. Man sieht irgendwie, dass sich etwas ereignet. Das kann aus dem familiären Bereich kommen, das kann aus Kreisläufen sein, die man so fährt oder ja, wo immer alles gleich ist und es macht jedes Mal das Gleiche mit einem und man hat einen emotionalen Konflikt, aber man trägt ihn nicht aus und genau das ist das, was hier sehr befreiend ist. Hier ist die Möglichkeit auch für Veränderungen im häuslichen Bereich, auch die von zu Hause aus arbeiten, die Selbstständigen. Ich habe ein bisschen mehr Unabhängigkeit auch für alle. Ich habe das Familienthemen in den Vordergrund rutschen. Ich habe familiäre Veränderungen, die liegen hier sehr zum Positiven auf zwei Wegen. Hier ist es irgendwie so, dass es Leute gibt, die stören, die herausfordernd sind, die aufzeigen wollen, wo es hakt, vor allem auf der emotionalen Ebene. Ich habe hier ein bisschen auch, dass es darum geht, finanzielle Verstrickungen zu lösen, mit dem Thema Geld anders umzugehen oder mit Herausforderungen bei den Finanzen. Es kann jetzt hier auch sein, dass der ein oder andere tatsächlich, das sehe ich auch in den letzten Wochen immer öfter, dass man so Sachen hat mit den Ämtern und Behörden der Vitalität, bei denen man auf einem verstrickten Weg irgendwie
die Finanzen klärt. Das können so Sachen sein wie Pflegegeld für Eltern oder dass man mit Personen auch zu tun hat, die da schnell was in die Klarheit bringen, was dann auch emotional entlastend ist. Es kann auch sein, dass ihr für Eltern oder unterwegs seid, um finanzielle Dinge zu klären. An sich ist es so, ich sehe, dass sich hier ja im Bereich der Verstrickungen oder der Situationen, wo Umwege sind, ein neues Gefühl offenbart, eine neue Erfahrung. Es kann jetzt hier auch sein, dass man irgendwie sowas hat wie eine bestandene Prüfung oder eine Situation, wo man sich sehr häutet, auch gerade im seelischen Bereich. Ich habe das Berufliche ein bisschen herausfordernd. In unserem eigenen Haus liegt hier der Neubeginn drin. Vielleicht wird man auch durch das Schicksal, ne, das haben wir hier ja liegen, oder eine Emotion auf einen anderen Weg gebracht. Wir verlassen hier eine Phase in unserem Leben, wo es sehr viel auch um das Gegenüber geht oder um Angelegenheiten vom Gegenüber oder um die Liebe an sich. Es ist eine Zeit, wo man Verluste verarbeitet. Es ist eine Zeit, wo man sich genau anguckt, wo stehe ich mir selbst im Weg, wo habe ich schicksalshafte Themen im Bereich Arbeit, Beruf, Berufung, Kindertage, Verbindlichkeiten, wo sind so Partner, die besonders herausfordernd sind. Hier geht es auch mal darum, das Schicksal zu hinterfragen. Ne? Man sieht hier sehr viel Erfahrungen, man sieht Wissen, man sieht Instruktionen, die über der emotionalen Ebene sehr wirken. Das Außen bringt hier viele Wege mit, ne? Das hast du so nicht geplant. Und trotzdem erfordert es, auf einen Weg zu gehen, den man so nicht vorgehabt hat. Ich sehe tatsächlich die Arbeit mit der Emotion hier sehr im Vordergrund. Also hier scheint irgendetwas Emotionales zu sein, das aus dem Umfeld auch wirkt, das uns auch helfen soll, über eine bestimmte Situation anders zu denken. So, wir haben den Hirschkäfer mit dem Thema Wachstum und oje, ne? Die Karte sagt, du wirst viele Erkenntnisse gewinnen und neue Kräfte entwickeln. Das ist das Lernen, was sich hier so anzeigt. Der Hirschkäfer fordert hier von uns, dass wir unsere Sachen in die Hand nehmen, dass wir aktiv sind, dass wir uns um unsere Angelegenheiten kümmern, dass wir ehrliche Worte sprechen, dass wir nichts zurückhalten, auch gerade emotionaler Art, dass wir uns um unsere Sachen kümmern können, unsere Interessen. Und mit dem Hirschkäfer haben wir auch wieder ein Tier, das sich verpuppt und verwandelt. Ne? Die Männchen haben ein Geweih und die machen auch Zweikämpfe. Und es geht einfach darum, dass es eine Woche wird, wo wir tatsächlich verwandeln, wo wir auch spüren, dass wir an Konflikten und Auseinandersetzungen oder Herausforderungen wachsen. Das haben wir hier, ne? Der Konflikt und das Harmonisieren davon. Und es ist eine Zeit, wo wir einfach nicht aufschieben oder warten, sondern wo wir aktiv sind, uns ausrichten und irgendwie ein bisschen auch für unsere Freiheit einstehen. So, dann, was kriegen wir hier noch mit?
der Erntemond mit dem Thema Entspannung. Einsteils ist es so, ne, dass wir für uns einstehen, aber dass wir auch die Energie haben der Ernte und wo man sich mal getrost in die Hängematte hängt und nicht mehr so getrieben und unruhig durch die Gegend rennt. Die Karte steht dafür, dass wir uns entspannen sollen, dass wir uns nicht abmühen oder immer nur kämpfen. Wir werden hier sanft in die richtige Richtung gelenkt. Die Intuition ist sehr hoch und sie wird noch höher, wenn wir mal die Kontrolle ein bisschen weglassen. Es geht auch darum, dass wir ausgeruht und nicht mit Sorgen voll sind, damit wir besser im Leben oder im Alltag zurechtkommen. Und wir dürfen durch eine Sache, wo wir eben auch sagen, ich möchte das nicht deckeln, ich möchte das nicht kontrollieren, einfach erfahren, wie sich auf magische Weise etwas, für das wir gearbeitet haben, gelohnt hat. Also sehr, sehr viel mehr loslassen, ins Vertrauen gehen, das ist hier so die Botschaft für die Zeit. Ihr Lieben, ich wünsche euch schöne Ostern. Schaut auf den Kanälen, gibt es die Sternzeichenlegungen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wer noch dranbleiben will, bleibt dran. Ich drücke euch bis zum nächsten Mal. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Gucken wir, was hier kommt. Ich habe es gleich, ich habe es gleich. Ich muss mal wieder aufräumen. Hier sind wieder mal Karten in Decks, wo sie nicht reingehören. So. Sucht euch eine Seite aus. Ich bin heute schnell. Ich nehme diese. Was haben wir hier Schönes? Also. Es geht darum, das Leben zu vereinfachen, überflüssige Sachen aus dem Leben bringen. Das fängt ja auch schon an bei den Themen, wo macht man sich das Leben schwer, weil man zum Beispiel, ja, ich sage mal so Eigenschaften hat, wie man macht immer etwas gleich, aber eigentlich bringt es mehr Schwierigkeiten, aber man kann nicht davon ablassen. Ne? Aktivität ins Gleichgewicht bringen, dass es auch selber so ist, dass man mit weniger zurechtkommt oder viele Dinge auch mal ausmistet. Hier kommen die gesegneten Veränderungen. Eine bedeutende Lebensveränderung schenkt dir großen Segen. Dann haben wir hier, Authentizität ist wichtig. Es gibt Situationen, da ist Authentizität die Grundlage für alles, auch für die persönliche Kraft. Möglicherweise ist es auch so, gerade wenn ihr denkt, ne, wenn man mit jemandem zusammenlebt oder wenn man so Muster entwickelt hat, die den Alltag eher beschweren oder weil man Dinge halt so macht, weil es ein anderer so will, da kann sein, dass man da mal dran darf. Ne? Wir haben den Löwenzahn mit dabei. Das ist eine Ahnenpflanze und es geht darum, sich zu erden und trotzdem die Pusteblume so zu blasen, dass sie möglichst viele Samen ausbreiten kann auf der Erde. Und es ist natürlich auch eine Sache, wo wir sehr mit den Ahnen verbunden sind oder auch mit Mutter Erde.
Wir haben Füttere dein Sparschwein und wir haben Unterstützung. Also hier ist es auch wichtig, dass man mal für sich selbst was zurücklegt. Möglicherweise, ne, wir reden ja hier von Vereinfachung, spart mal etwas, um sich irgendeine Gerätschaft zu besorgen, die einem etwas abnimmt oder so. Auch das wäre möglich. Und wir haben den Stieglitz. Nimm diesen Moment mit beiden Händen und setze dir erstaunliche Ziele. Behandle dich selbst mit Liebe. Jeder Tag sollte mit Glück erfüllt sein. Hier ist nicht nur das Machen und Tun im Alltag, sondern hier ist es auch, dass man leben soll. Sich vom Leben was nehmen, was gönnen, etwas umsetzen oder ersparen, was für einen selbst wichtig ist. Was habt ihr? Ihr habt Musik zur Manifestation. Das hebt die Stimmung oder manchmal bringt es eben auch andere Schwingungen oder macht einen mental auch ausgeglichener. Mit Musik kannst du alles machen, ne? Die Stimmung verändern. Du kannst lachen, du kannst weinen. Es betrifft sehr den emotionalen Bereich und es geht darum, positive Energie zu holen, Negativität zu vermeiden oder auch Situationen oder Menschen aus dem Weg zu gehen, die immer nur Drama mitbringen. Ihr habt den Apfelbaum, da seid ihr mit allem versorgt. Das Gefühl ist gut, ne? Zu diesem, ich habe alles, was ich brauche. Und der Apfelbaum bringt jedes Jahr frische Früchte mit. Ihr habt das Loslassen. Hier ist es so, dass man das Bedürfnis nach Kontrolle aufgibt, damit die Energie entspannter ist. Das hatten wir im großen Blatt auch. Ihr habt das Amor unterwegs, ist also Liebe könnte ein Thema sein oder Herzensangelegenheiten oder partnerschaftliche Dinge. Und ihr habt eine Woche, wo ihr sehr stark mit dem Schutzengel verbunden seid. Ihr habt zwei Vögelchen, den Raben und das Rotkehlchen. Ich helfe dir, deine mystischen und magischen Fähigkeiten zu entfalten. Ich bin ein Lichtbringer und heile die Seelen der Menschen. Ich eröffne dir meine Geheimnisse, die du für dein Leben und dein Wirken umsetzen kannst. Das war auch im großen Blatt. Und das Rotkehlchen. Verweile in deiner Mitte und höre auf die Sprache deines Herzens. Du bist äußerst kommunikativ, sehr wortgewandt. Und es ist Zeit, das loszulassen, was keinen Platz mehr in deinem Leben hat. Das habt ihr auch zweimal. Ihr Lieben, ich wünsche euch schöne Ostern. Danke fürs Zuhören. Ich drücke euch bis bald.